Wir schreiben das Jahr 1890. Es ist der Höhepunkt der Kolonialisierung Afrikas und damit auch des sogenannten Rennens Deutschlands um einen Platz an der Sonne. Dennoch schließt das Deutsche Kaiserreich in diesem Jahr einen ungewöhnlichen Vertrag mit dem Vereinigten Königreich über die gegenseitigen Kolonialinteressen. Helgoland, ein kleiner Felsen in der Nordsee, soll gegen Sansibar getauscht werden, eine große Insel vor Ostafrika, rohstoffreich und voller billiger Arbeitskräfte, also genau das, was sich optimal als Kolonie im damaligen Sinne eignete. Ein offensichtlich extrem schlechter Tausch. Doch was hat es auf sich mit diesem speziellen Vertrag? Was waren die Motive und warum war es eigentlich gar kein Tausch? All das schauen wir uns im heutigen Video an. Die Kolonialisierung Afrikas im offiziellen Sinne begann im Jahr 1884, als einige Gebiete in Westafrika unter deutschen Schutz gestellt wurden. Nur ein Jahr später folgten dann auch Gebiete in Ostafrika und es entstand das später Deutsch-Ostafrika genannte Gebiet. Es umfasste dabei die heutigen Staaten Tansania, Ruanda und Burundi sowie einige kleine Gebiete im heutigen Mosambik. Das Gebiet hatte dabei aber gigantische Ausmaße und war ca. doppelt so groß wie das Mutterland. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein eigenes Video zu Deutsch-Ostafrika machen, aber heute wollen wir uns besonders die vorgelagerte Insel Sansibar anschauen. Auf Sansibar begann nämlich die koloniale Inbesitznahme Ostafrikas. Der Pastorensohn Karl Peters, der als treibende Kraft hinter der Kolonialisierung des Gebietes gilt, erreichte die Insel mit seinen Begleitern im Jahr 1884. Es gab dabei einen Sultan, den sogenannten Sultan von Sansibar, dem nicht nur die gleichnamige Insel gehörte, sondern auch ein langer Küstenstreifen im heutigen Tansania und ein großes Inlandsgebiet. Um Ansprüche auf dieses Gebiet erheben zu können, musste er also verdeckt vom Sultan Verträge mit lokalen Herrschern abschließen. Zudem sollten auch die Briten davon nichts mitbekommen, da man wusste, dass sie selbiges vorhatten. So wurden also sogenannte Schutzverträge mit den lokalen Häuptlingen geschlossen, die Gebiete im heutigen Tansania umfassten. Wobei dazu gesagt werden muss, dass die Vertragspartner meistens überhaupt nicht wussten, was sie unterzeichneten und worauf sie sich einlassen. Das Problem war jetzt nur, dass Bismarck eigentlich keine Pläne für Ostafrika hatte und sogar noch im November 1884 verkündete, dass Deutschland keine Ansprüche auf Sansibar und das Festland stellen würde. Erst als Peters auf der Kongo-Konferenz in Berlin drohte, das Gebiet dem belgischen König zu überlassen, lenkte die deutsche Führung ein und übernahm das Gebiet unter dem Namen Deutsch-Ostafrika. So hatte Peters also nun die Unterstützung des Mutterlandes und konnte so weiter expandieren. Zudem schloss das Deutsche Reich 1886 einen Vertrag mit den Briten, in dem sich beide Seiten darauf einigten, das Gebiet des Sultans auf Sansibar und nur noch wenige kleine Inseln und Küstenstädte zu begrenzen. Und natürlich wurde der Vertrag ohne Mitsprache des Sultans unterzeichnet. Doch auch das reichte den Deutschen noch nicht und sie rangen in einem weiteren Vertrag dem Sultan die restlichen Küstengebiete ab und sie ermächtigten sich auch zur Erhebung von Zöllen im Namen des Sultans gegen eine jährliche Pachtsumme. So sahen sich die Deutschen bereits als Schutzherren Sansibars, offiziell gehört aber nur das Festland zum deutschen Territorium, nicht aber die Insel. Und das ist eben sehr wichtig zu erwähnen, weil es eine wichtige Rolle im Helgoland-Sansibar-Vertrag spielt. Dieser Vertrag heißt nämlich eigentlich Vertrag über Kolonien und Helgoland und er sollte die Kolonialstreitigkeiten mit den Briten bereinigen und klare Grenzen zwischen beiden Mächten ziehen. Der Vertrag wurde vom Reichskanzler Caprivi, dem direkten Nachfolger Bismarcks, geschlossen und umfasste einige kleine Gebietsaustausche in West- und Ostafrika. Die beiden wichtigsten Vertragsbestandteile waren aber wohl, dass Deutschland auf seinen Anspruch auf Sansibar verzichtet und im Gegenzug die Briten ihre Kronkolonie Helgoland an Deutschland abtreten. Betrachtet man den Tausch aus dieser Perspektive, machte der Reichskanzler Caprivi also einen sehr guten Deal, da das Vereinigte Königreich eine Insel, die sie fast 100 Jahre lang beherrschten, gegen eine Insel tauschten, die Deutschland ja nicht mal offiziell gehörte. Helgoland hatte dabei für Deutschland eine wichtige Bedeutung, da sie strategisch sehr günstig an der Mündung von Elbe und Weser gelegen war. Die Dänen nutzten das bereits in einem früheren Krieg, um den Hamburger Hafen zu blockieren und das wollte man in Zukunft unbedingt vermeiden. Zudem markierte die Insel einen wichtigen Eckpfeiler beim Ausbau der deutschen Seemacht. Objektiv machte der Deal also durchaus Sinn für Deutschland. Doch trotzdem hielt sich weiterhin das Gerücht, dass man mit dem Vertrag einen nagelneuen Anzug gegen einen alten Hosenknopf weggegeben hätte. Schuld daran war Bismarck. Dieser musste kurz vorher seinen Platz als Reichskanzler für Caprivi räumen und wollte deshalb von Anfang an seinen Nachfolger diskreditieren. Er sprach verkürzt nur vom Helgoland-Sansibar-Tausch, obwohl es ja kein Tausch im eigentlichen Sinne war, und kritisierte das Abkommen als großen Verlust für Deutschland. Und er hatte dabei anscheinend immer noch so viel öffentliche Strahlkraft, dass das Narrativ übernommen wurde und der Vertrag als eines der schlechtesten Tauschgeschäfte in die Geschichte einging. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Hintergründe von diesem Deal kanntet. Wenn ihr euch weiter für die deutschen Kolonien interessiert, kann ich euch sehr dieses Video über die vergessene deutsche Kolonie in China empfehlen. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao!